Also tatsächlich, das Projekt ist schon ein paar Tage älter. Es ist ja nicht von jetzt auf gleich da. Ich glaube, die Werft war mit dem Eigner schon ein bisschen länger in Gespräch, ein bisschen länger schwanger. Und ich glaube, vor 2 Jahren auf einer Messe kamen die auf mich zu und sagten mir, wir haben hier eine MAK-Maschine für eine Yacht. Und wo ich dann erstmal große Augen gekriegt habe, weil das halt nicht ganz so typisch ist. Gut, ich bin ins Auto gesetzt und bin da hingefahren und war natürlich erstmal, wow, what's that? Ich fand das also total spannend zu sagen, man geht von einem alten Versorgungsschiff auf eine Megayacht und man schaut, was kann man machen, um die gültigen Regularien einzuhalten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, neue Motoren anzubieten und die neuesten Abgasreinigungsanlagen. Aber wie kriegt man das hin, dass man auch den Charme des Schiffes behält? Eigentlich war das ja alles ganz anders geplant, als wir das jetzt hinter uns so sehen. Angefangen hat das eigentlich mit einem Neumotorenprojekt, oder zumindest die Anfrage, einen neuen Motor in ein Schiff einzubauen, was nachher in arktische Gebiete fahren möchte. Und dafür brauchte der Kunde einen IMO-3-fähigen Motor. Ja, also das Schiff wurde in den 60er Jahren gebaut als Versorger für die schwedischen Leuchttürme in den Scheren. Dass solche Schiffe mit so einer Geschichte zu uns kommen, das ist sehr ungewöhnlich. Also vor allen Dingen mit einem ganz anderen Einsatzzweck im Grunde genommen und die dann zu einem Explorer umgebaut werden. Das ist sehr ungewöhnlich. Gerade eigentlich für die Yachtbranche. Wir haben ja unheimlich viele Themen, die sich immer mit der Nachhaltigkeit beschäftigen. Eigentlich total geil ist, weil wir haben ja eine alte Lady, die irgendwo aus den 60er Jahren kommt. Und sie wird komplett in ihrem Ursprungszustand wieder refitted, was sogar den Motor letztendlich beinhaltet. Es ist auch was ganz Besonderes, dass wir einen MAK-Motor ausbauen und bei uns in die Werkstatt nehmen. Wir haben also noch nie einen MAK-Motor aus einem Schiff ausgebaut und auf einem Prüfstand noch mal fahren müssen oder fahren dürfen. In der Regel sind diese Großmotoren, die werden gebaut, die werden an die Werft geliefert, die werden eingebaut und da bleiben sie ihr Leben lang. Das Projekt als solches, weil es ist nicht kein Standard, es ist kein Standardschiff, es ist keine Standardausrüstung und das, was wir am Ende des Tages machen, ist einfach nicht, was man mal eben so aus dem Regal zieht. Da steckt halt eine ganze Menge Ingenieursleistung dahinter. Also nachdem der Vertragsschluss erfolgte, ging es darum zu gucken, wann kriegen wir den Motor aus dem Schiff. Der Motor musste also komplett ausgebaut werden. Wie kriege ich den Transport dargestellt? Dann das Reinigen des Motors in Achim mit Eisstrahlverfahren, ihn vorzubereiten für das Demontieren der Hauptkomponenten. Die Demontage erfolgte in einer unserer Hallen, in der wir dann auch alle Krankapazitäten nutzen konnten, um das ganze Konstrukt einmal auszubreiten, Bauteilbesichtigungen zu machen. Der Motor stand 18 Jahre und da mussten wir in die kleinsten Ecken des Motors mit dem Endoskop reinschauen, ob sich da irgendwelche Rostablagerungen, sich Korrosion gebildet haben, die nachher dazu führen, dass der Motor Schaden nehmen könnte im Betrieb. Ja, wir haben ihn jetzt den Motor modernisiert, ich würde sogar sagen digitalisiert. Wir haben diverse Sensorik noch mit angebracht, bevor der Motor ausfällt, eigentlich schon eine Indikation hat, wie geht es dem Motor. Und wir sind jetzt auch mit dieser smarten digitalen Lösung, die wir umgebaut haben und eingebaut haben an den Motor in der Lage, dieses ganze System, so wie es nachher ausgeliefert wird, auch an unser Fleet Operations Center anzubinden. Dann das große Thema Abgasnachbehandlung. Wir haben eine Abgasnachbehandlung, ein SCR-System mit integriertem Schalldämpfer geliefert bekommen von der Firma Hook Engineering und der Firma Niesing. Das ist eine Kooperation, die mit dem Motor zusammen zertifiziert werden sollte, um dieses IMO-3-Zertifikat zu erhalten. Also grundsätzlich wäre so ein Projekt letztendlich betreut und da Bock drauf hat, da weiß man, das ist definitiv ein Herzensprojekt. Ansonsten geht jemand hin und geht zu einer Werft, lässt sich ein neues Schiff bauen. Das Projekt wird ein Freund von dir, das wird ein Teil von dir. Du siehst es, wie die Idee geboren wird, vielleicht mit einer Projektnummer. Dann geht das weiter in irgendwelche Basic Designs, ins Detail Design und irgendwann kriegt das Schiff einen Namen. Und dieser Name ist auch nicht irgendein Name, sondern das ist meistens, da wird der Name der Tochter des Reedereichefs genommen oder wie. Also irgendjemand nimmt einen Namen, der ihm sehr am Herzen liegt. Und das ist dann auch für die Crew, die an Bord ist. Das ist ihr Schiff, das ist
ja, das ist halt nicht einfach nur ein Stück Eisen, was schwimmt, sondern es ist irgendwie ein Teil von dieser Community. Und ich finde es immer wieder toll, wenn ein Schiff in den Hafen einläuft und ich sehe, Mensch, den Namen, da verbindet man so viel Herzblut mit.